Carrado T447 Modelljahr 22 auf Citroën. Hier ein etwas breiteres Fahrzeug, breiter als die Vans, viel Innenraum, 2 Längs-Einzelbetten mit drin, ein ziemlich klassischer Grundriss, große Heckgarage, hier mit Leichtmetallfelgen, Edition 15 Ausführung und das Ganze vom deutschen Hersteller Carrado, ein Teil der Hymer-Gruppe. Da ist das Heck, Crashboxen mit drin, GFK Heckwand und GFK Dach, das heißt recht hagelresistent. Auch hier gewisse Schutzmechanismen, dass also im Aufprall diese Crashboxen erstmal zerstört werden und nicht direkt die komplette Wand. Also das ist gerade für kleine Parkrempler, die gerne mal passieren auf Stellplätzen oder beim Rangieren und so weiter, ganz wichtig. Und die sollten auch immer vorrätig sein. Ja, Fahrzeug steht auf Gas, Truma Kombi, große, wirklich riesengroße Heckgarage, die verleitet natürlich zum unplanmäßigen Vollmachen. Das sollte man natürlich nicht tun, denn hier ist natürlich die Zuladung begrenzt bei den Fahrzeugen, aber man kriegt heute locker 4 E-Bikes rein, oder sagen wir mal 3 Stück zumindest, aber 4 Fahrräder konventionell auf jeden Fall. Licht ist vorhanden, 230 Volt Steckdose hier oben und jede Menge Staufächer. Das heißt, die Länge, die spielt dem Fahrzeug natürlich voll in die Karten hier in dem Fall. So, mal zugemacht. Eine Thule Omnistore ist mit drauf in der Edition 15 Ausführung. Ich guck mal, es müsste ja eine 15 Ausführung sein. Nee, ist es nicht. Doch, ist es. Eine Edition 15. Werden wir gleich im Innenraum sehen. Der hat schon vieles mit dabei. Aber so ein Fahrzeug kostet mittlerweile mit Fernsehen, allem drum und dran auch schon 76.000 Euro. So ist es. Bettmaße 80 x 210 und 80 x 215. Und das Ganze kann man dann erweitern auf 2,25 Meter x 2,10 Meter. Zuladung etwas unter 500 Kilo, das geht noch, aber viele werden ja jetzt hier nachrüsten. Das erste, was ich natürlich machen würde, ich würde eventuell die Bleigel-Batterie, wenn da eine drin ist, austauschen gegen eine Lithium-Batterie. Zum Beispiel von Liontron, die man reinmacht, denn die kann man unkritisch auch einfach austauschen. Das hat mir der Hersteller in einem Video gezeigt und auch bewiesen, denn wir haben in einem Aufbauzelt in einer Pickup-Kabine einfach mal eine Bleigel ausgetauscht gegen eine Liontron und das hat sofort funktioniert, ohne dass wir irgendwas ändern müssten. Ja, Fliegengitter, Verdunklung auf der Seite und großer Spiegel mit drin. Ein Hubbett ist mit eingebaut. Hier hat man eine ganz große Sitzgruppe mit drin, ja fast eine Rundsitzgruppe, wenn man bedenkt, dass die vorderen Sitze ja auch noch gedreht werden können. Dann sieht man aber hier sehr schön die Fahrtposition. Ich muss also hier nichts umbauen, wenn ich jetzt ankomme am Ziel. Wenn ich mit 2 Personen mal essen möchte, dann ist ja höchstens der Fahrersitz mal zu drehen, aber man hat auch Fahr- und Beifahrersitz schnell gedreht. Man könnte aber auch einfach hier jetzt starten. Das Hubbett ist da, das ist manuell, das kann auch nichts kaputt gehen. Das mache ich gerade mit einer Hand, ziehe einfach das Bett runter und jetzt ist es arretiert hier unten drin und ja, hat auch von der Liegefläche her ordentliche Maße. Ich denke mal so 1,50 Meter ungefähr und auf der schmalen Seite so 1,20 Meter könnte es sein. Und das Ganze natürlich auch mit einer ordentlichen Ausstattung. Hier habe ich dann nochmal Teller, Lattenroste mit drin und einen Rausfallschutz. Das ist das Graue hier unten mit der Stange. Also so sieht das Ganze aus. Hubbett geht hoch. Schränke sind eingebaut. Unter dem Hubbett 1,83 bin ich groß, stehe gerade unterm Hubbett. Das geht. Also ich denke mal, hier können Personen bis 1,50 Meter auch locker drin stehen. Kleine Details hier wie Taschen. So Ledertaschen hier mit drin und natürlich einem Schuhfach, das ist hier unter dem Sitz, das haben die meisten Carrados mit eingebaut. Wir können das ja mal öffnen, wenn man das mal sieht. Also da könnte man direkt am Eingang die Schuhe dann reinbringen und das ist auch für die Hubstütze dann die Taste, für die Eintrittsstufe meine ich. Und ja, eine Hubstützenanlage hat es nicht. Hier habe ich noch ein zweites Fach. Auch hier hinten sieht man den Frostwächter mit drin. Sollte es zu kalt werden, wird zumindest mal die
Truma-Heizung wasserlos gemacht. Da hat man noch ein Staufach mit eingebaut im Cockpit. Ein Citroën mit einem Verdunklungssystem von Remy müsste es sein. Ja, ist ein Remy-Verdunklungssystem an den Seiten. Also hier sind jeweils die Auslöseknöpfe mit dabei und 2 Vorhänge vorne, die ich einfach zuziehe. So Zickzack-Vorhänge, Faltvorhänge. So, hier ist der kleine Stuhl. Ich setze mich hier mal drauf, blicke jetzt mal auf die Sitzgruppe drauf, in den Raum rein. Sehe hier am Eingang direkt einen großen Spiegel, 2 Kleiderhaken und ja, bequem ist es. So viel kann ich schon mal sagen. Also es ist nicht unbequem. Und dann die Küche, klein, aber fein. Also vollkommen ausreichend für die Fahrzeugklasse mit drin. Und ein 3-Flammen-Kochfeld hier mit eingebaut. Und bestimmt auch mehr Licht. Das ist hier mit drin. Also überall analoge Lichtschalter mit Bussystem und so. Hat man vielleicht sogar bewusst drauf verzichtet. Eine Spüle, die auch groß genug ist. 3 Schubladen. Und eine Tür mit dem Mülleimer bei Carrado, der Klassiker. Und auch hier nochmal mehr Schubladen, auch tiefer, mit einer ordentlichen Traglast. Also ich hier auch Töpfe, Softclose mit drin. Das Softclose ist besonders schön natürlich hier zu sehen. Hier habe ich 3 Häfelebeschläge, macht zu. Und habe ich vorhin nicht geübt. Es schließt. Yeah. Tedford Tower. Einer der größten Kühlschränke in der Klasse. Ganz toller Kühlschrank. Denn er bietet von der Größe her ein getrenntes Eisfach mit drin und wirklich viel Raum für viele Lebensmittel. Also gerade als 2-Personen-Fahrzeug hier sehr üppig. Hier ist üblicherweise der Fernseher. Ist auch hier so. Den kann ich also einfach hier oben rausziehen. Da ist er drin, gefaltet, wenn ich ihn dann mal brauche. Also ich selber gucke ja gar keinen Fernsehen mehr im Wohnmobil. Oder je nachdem, mit was ich gerade unterwegs bin, dass vielleicht mal eine Nachrichtensendung dann auf dem Notebook. Das ist so das Maximum. Wir haben ja eben gesehen, 2x2 Meter und darüber hinaus die Betten, ansonsten 80 Zentimeter. Hier ist die Leiter mit dabei für das Hubbett und die Verbreiterung. Die Verbreiterungskissen sind hier mit drin. Auch für alle, die es nicht wissen, hier kann ich einfach ausziehen, das Kissen oben einlegen und dann habe ich die komplette Fläche als Liegewiese. Natürlich perfekt für Families. 2 Kleiderschränke, der eine wirklich richtig groß. Der ist hier mit drin mit Stange. Und hier dann nochmal ein kleiner Kleiderschrank, sehr tief, aber nicht ganz so breit. Auch hier habe ich hinten noch ein Fach für Wäsche. Da muss ich mich schon ziemlich bücken. Vielleicht so Sachen, die man nicht täglich braucht. Hier sieht man, hier liegt die Vorbereitung schon drin für die Rückfahrkamera. Die ist hier mit eingebaut. Üblicherweise wird von den Händlern ja auch vieles nochmal nachgerüstet. Möchte man zum Beispiel ein Fernsehgerät haben, auch das würde nochmal gehen. Aber denkt dran, hier habe ich bei 3,5 Tonnen nicht mehr viel Zuladung. Überlegt euch bitte 5-mal, was ihr hier alles einbaut, denn ich sag mal, das geht auch schnell weg, wenn dann die zweite Person mit einsteigt, wie vielleicht 100 Kilo mit ein bisschen Gepäck 150 und dann sollen ja auch noch Fahrräder, E-Bikes, Ladegeräte, Computer, Konserven nehmen ja viele dann auch noch mit. Also fahrt danach am besten mal auf die Waage und wenn möglich die Achslasten beachten. Die stehen üblicherweise beim Fahrzeug direkt im Eingang drin. Schönes Fahrzeug. Denk auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, die liegen ja hier in der Klasse deutlich unter 100.000 Euro. Da, wohl deutlich, ich guck mal gerade, ja doch, 76.150 Euro ist eine Menge Geld, aber man kriegt ja auch ein
Langes Fahrzeug für in dem Fall 7,41 Meter, 2,32 Meter und 2,93 Meter. Die Carrado-Fahne steht wieder. Vielen Dank, der Kollege. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos und da ist er. Einer der längsten Carrados am Markt, ein teilintegrierter. Und wir gehen gleich mal zu den voll integrierten 22er Modellen. Danke fürs Einschalten. Tschüss.